Moin Moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, direkt zum Start verweise ich gerne mal wieder auf meinen Instagram-Kanal Santory-German. Denn dort hatte ich vor 2 Tagen eine Umfrage gestartet und ihr konntet abstimmen, welches Parfum ich als nächstes hier auf YouTube vorstellen soll. Da stand eben zur Auswahl Opera von Xerjoff und eben Creed Viking. Und ja, das Ergebnis war sehr eindeutig. Ihr habt euch das Review zu Opera gewünscht und dementsprechend, ja, geht es heute eben um dieses wundervolle Parfum. Und ja, auf Instagram kann man tatsächlich ein bisschen besser interagieren. Deswegen schaut gerne mal vorbei. Ich starte dort in Zukunft immer öfter mal eine Umfrage. Ihr könnt abstimmen für das nächste Parfum-Thema, welches Parfum ich reviewen soll und so weiter und so fort. Ich möchte euch einfach etwas mehr einbinden in die YouTube-Videothematik und dafür ist Instagram ja meiner Meinung nach besser geeignet. Ja, wir starten wie immer mit der Flakon-Präsentation. Einigen ist der Flakon bzw. das Parfum sicherlich ein Begriff. Wir haben hier diesen Samtüberzug, ja, optischen Hingucker, schwarz, sehr weich. Hier unten haben wir die Batch-Information. Hier vorne, wie man es kennt, das Xerjoff-Logo. Der Deckel ist, wie man es von Xerjoff auch kennt, sehr fest auf dem Flakon. Ist sehr massiv, also einfach große Klasse. Qualitativ kann man das meiner Meinung nach nicht besser machen. Der Zerstäuber ist sehr gut. Hier haben wir die Gravur. Oh, ich habe einfach nur den Deckel abgezogen und das Parfum steigt mir sofort in die Nase. Also Wahnsinn. Ja, das Einzige, es ist aber kein wirklicher Kritikpunkt, weil man das auch ein bisschen verhindern kann, ist aber tatsächlich eben, dass sich hier sehr schnell der Staub und die Fussel absetzen. Das heißt, ja, schaut da einfach, dass ihr das Parfum am besten in so einer geschlossenen Vitrine lagert. Ich habe meine ganzen Xerjoff Parfums zwar in der Vitrine, aber die ist oben hin offen und da stehen eben meine Xerjoff Parfums drauf. Und dementsprechend gibt es hier immer mal den einen oder anderen Fussel. Ich benutze übrigens, wenn das ein bisschen too much ist, dann immer so eine kleine Fusselrolle und dann ja, sieht der Flakon danach wieder einigermaßen okay aus. Also, das ist aber nur bedingt Kritik, denn ja, liegt ja eben an euch, wie ihr das Parfum lagert. Also große Klasse. Die Verpackung, ich habe da jetzt extra die Kleber dran gelassen, damit ihr mal seht, wie das quasi geliefert wird. Also es ist noch eine Folie drum. Dann hat man hier links und rechts die Xerjoff-Kleber, damit das Ganze eben verschlossen ist. Und dann kann man den Deckel abziehen. Es ist keine Schatulle, wie man es bei einigen Xerjoff-Parfums kennt, sondern eben so eine etwas kleinere Verpackung. Aber hochwertig, das Parfum sitzt hier drin. Und optisch ist die Verpackung ja trotzdem ja, ein Hingucker und hat eine hohe Qualität. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Machen wir die Kleber mal hier wieder dran. So, aber ich wiederhole mich und ich sage es immer wieder, es geht natürlich primär immer um die Duft-DNA, um das Parfum. Ich blende euch schon mal die Duftnoten ein. Es ist ein Release aus dem Jahre 2019, beziehungsweise wurde von Xerjoff 2019 released. Kommt ja von der Marke Sospiro, die wurde ja wiederum von Xerjoff übernommen. Ihr könnt da gerne mal ein bisschen googeln und euch in die Geschichte einlesen. Das würde nämlich sonst wieder den zeitlichen Rahmen sprengen. Ja, wie riecht dieses Parfum? Das ist tatsächlich relativ schwierig zu beschreiben. Selten habe ich Probleme, ein Parfum zu beschreiben. Dieses Parfum ist für mich der Inbegriff von Qualität. Es ist edel, es riecht hochwertig. Es ist tatsächlich für mich ein Parfum für einen besonderen Anlass, für den großen Abend, für eine Gala, für tatsächlich auch einen Besuch in der Oper, ins Musical. Wenn ihr mal wirklich etwas hochpreisiger, schicker essen geht, also für einen Restaurantbesuch, da sehe ich es, aber ihr könnt es natürlich auch ganz normal im Alltag tragen. Da komme ich dann gleich nochmal etwas näher drauf zu sprechen. Ja, wie riecht es? Es ist für mich ein fruchtiges Parfum. Die fruchtigen Noten sind hier nicht angegeben. Für mich geht es aber so ein bisschen in die Richtung, ja, von so einer süßen Honigmelone. Ja, vielleicht auch so ein überreifer Pfirsich, ein bisschen vielleicht auch so Richtung Birne.
Es ist auf jeden Fall keine spritzige Frucht, keine Grapefruit, keine Bergamotte, Zitrone, wie auch immer. Also es ist wirklich eher süßlich. Ich muss aber dazu sagen, es ist schon süß, aber es ist meiner Meinung nach für mein Empfinden nicht zu süß. Denn wir haben hier auch zu dieser Fruchtsüße blumige Noten. Für mich ganz klar herauszuriechen Ylang Ylang. Und es schwingt ganz, ganz leicht eine Rosennote mit. Und das finde ich gut. Ich bin kein allzu großer Fan von Rosenduft, von Rosennoten in einem Parfum. Und das ist hier meiner Meinung nach ideal gelöst. Es schwingt so eine leichte Rosennote mit, aber die Rose ist halt nie zu intensiv, nie wirklich präsent. Und es hat für mich auch so einen leicht holzigen Charakter. Vor allem im Drydown wird es dann für mich leicht holzig. Die Süße ist zwar immer noch da, hat sich aber ein bisschen zurückgezogen. Der blumige Part ist zwar auch noch da, hat sich aber auch ein bisschen zurückgezogen und dazu gesellt sich dann so eine holzige Basis. Also es ist tatsächlich für mich relativ schwierig zu beschreiben. Zusammengefasst könnte man sagen, es ist ein fruchtiges Parfum mit blumigen Noten und auch mit einer leicht holzigen Basis. Wie ich vorhin schon mal sagte, es ist für mich ein sehr besonderes, edles Parfum. Also ich trage dieses Parfum tatsächlich nur in Anführungsstrichen zu wirklich besonderen Anlässen. Also für mich ist es kein Daily Parfum. Ich kenne aber ganz viele, die tragen es tatsächlich auch täglich, weil es durch die Frucht und durch die blumigen Duftnoten grundsätzlich natürlich auch als Daily geeignet ist. Aber ich für mein Empfinden nutze es dann halt eher so für besondere Anlässe. Dementsprechend sehe ich es auch bedingt als Alltagsparfum, aber das müsst ihr dann tatsächlich selbst entscheiden und selbst schauen, wie wohl ihr euch mit dieser Art von Duft-DNA fühlt und zu welchen Anlässen ihr das Parfum tragen wollt. Die Haltbarkeit und die Sillage sind überdurchschnittlich gut, vor allem die Haltbarkeit. Dieses Parfum hält wirklich Ewigkeiten, also 12, 14 Stunden plus. Im Prinzip hält es noch bis zum nächsten Morgen. Auf Klamotten hält sich das tagelang. Bei der Sillage muss ich sagen, die ist für mich präsent. Die ist da, aber einige haben es jetzt, ich habe das ein oder andere Review gelesen, aber auch gesehen, beschreiben es als sehr lautes, Sillage, starkes Parfum. Das finde ich es nicht so wirklich. In den ersten 3 bis 4 Stunden ist es tatsächlich für mich präsent. Aber dann geht die Sillage etwas zurück. Natürlich ist die Sillage präsent und man hat die ganze Zeit diese wundervolle, edle Duftaura um sich herum. Aber es ist für mich kein Parfum, was jetzt irgendwie 10 oder 12 Stunden richtig laut ist und richtig abstrahlt. Das ist es für mich nicht. Es ist eher so ein bisschen gediegener, aber das soll eben nicht heißen, dass die Sillage schlecht ist. Es ist vielleicht auch aufgrund dieser besonderen Duft-DNA gar nicht so ein Parfum, was so extrem laut ist, was so eher in Anführungsstrichen irgendwo provokant aggressiv ist, sondern durch diese edle Duftnote, Duftaura ist es für mich so eine präsente Sillage, aber nie und zu keinem Zeitpunkt zu laut und zu präsent. Für mich ein ganz, ganz tolles Release, ein ganz tolles Parfum. Für mich tatsächlich auch einer meiner Lieblingsparfum der Marke Xerjoff. Unisex, ganz klar Unisex. Es kann eine Frau tragen, aber auch wir Männer können das wunderbar tragen. Es kommt tatsächlich auch gut an. Aber dazu muss ich sagen, das ist irgendwie so eine Hassliebe. Also ich habe tatsächlich auch schon das ein oder andere oder den einen oder anderen Kommentar bekommen, dass das überhaupt nicht so deren Geschmack ist. Aber wiederum habe ich auch schon das ein oder andere Kompliment bekommen. Ich glaube, das ist halt eine relativ spezielle Duft-DNA und entweder mag man diese Art von Duftrichtung oder eben nicht. Aber
man bekommt Komplimente, aber es kommt halt nicht überall immer gut an. Da muss man vielleicht auch ein bisschen schauen, zu welchen Anlässen man das eben trägt und wie viel Sprüher man benutzt. Ja gut, also ganz klare Empfehlung, ganz wundervolles Parfum. Die Kondition nochmal ganz kurz, 50 ml liegen so bei ca. 200 Euro, das sind die 50 ml. Und die 100 ml gibt es so für 330, 340 Euro, da müsst ihr einfach mal schauen. Ganz klare Empfehlung, qualitativ sehr hochwertig, ganz besonderes Parfum. Vielen Dank, dass du reingeschaltet hast. Ja, wenn dir meine Videos gefallen, dann unterstütze mich doch insofern, ja, dass du die Glocke aktivierst, dass du auch immer informiert wirst, wenn ein neues Video von mir online geht. Abonniere gerne meinen Kanal, lasse mir ein Like da, ich freue mich immer darüber. Und ja, Kommentarfunktion, haut da was in die Tasten, kommentiert gerne, kennt ihr das Parfum? Und ansonsten, wie gesagt, Instagram Century_German. Danke, dass du da warst. Bis demnächst und vor allem bleib gesund.